herzlich willkommen zu einer kleinen Review von dem Fuchs Findus. Der Fuchs Findus ist aus dem Shop von shinydp.de, also Shiny's Diamond Painting. Und ich habe ihn gepainted zu dem Event Happy Herbst von der lieben Perla. Ich glaube Perlas Diamond Painting. Das lief über Facebook und ja, wurde das Bild in 30 Kästchen eingeteilt und dann wurde alle 2 Tage eine Nummer gezogen, die man dann painten konnte. Genau. So, hier sind noch ein paar Steinchen oben gewesen. Wunderschön. Ja, der Fuchs Findus ist fertig und er ist wirklich sehr, sehr schön. Er hat als Sondersteinchen Metallic-Steinchen. Ja, ließ sich gut painten. Hier habe ich mal so ein Beispiel, wie ich die Fältchen mir gemacht hatte. Also hier mit der 14 zum Beispiel. Und hatte ich mir so zurechtgeschnitten, immer die Folie und dann immer so eine Folie gehabt zum Painten. Also immer welche Nummer gezogen wurde, habe ich mir die Folie abgezogen und dann gepaintet. Ja, von der 310 habe ich auch noch Steinchen übrig. Ich glaube, sonst war jetzt hier drin, nee, sonst ist hier hinten drin nichts. Aber auch von den anderen Steinchen habe ich wirklich ausreichend noch übrig. Das hier ist jetzt ein Metallic-Steinchen. Der war im Hintergrund in den Bäumen mit drin, der Braunton. Und der war wirklich sehr, sehr schön. Auch hier war alles ebenmäßig. Also die hatten alle ein und denselben Schliff, diese Steinchen hier. Einzigste Steinchen, wo das halt nicht war, war er. Du siehst auch hier ist die DMC-Nummer mit angegeben von diesem Farbton. Auch hier bei den AB-Steinchen ist die DMC mit angegeben. AB sind Aurora Borealis Steinchen. Auch hier sind ausreichend übrig geblieben. Also, wenn man da was hätte oder aussortieren wollte, wäre das ohne Probleme gegangen. Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist hier der Ton. Der hatte so kleine Unebenheiten. Also, du siehst hier sozusagen hier den einen Schliff und hier zum Beispiel ist ein größeres mit dabei. Das war immer mal wieder, hat aber, wenn man darauf geachtet hat, dem Bild keinen Abbruch getan. Also auch hier waren genug Steinchen dabei, dass ich hätte können aussortieren. Dieser Stein hier hat auch, wie gesagt, keine DMC-Nummer. Ich denke mal, das ist dann ja, Silber. Und der wurde, ich habe ihn verlegt, also ich habe das darauf geachtet, wenn ich ihn gelegt habe, dass ich das mit dem bisschen Größenunterschied ein bisschen abwechselnd machen konnte. Und der Stein war hier sozusagen an der Umrandung und einmal hier oben, glaube ich, mit drin. Ich glaube, das war der. Ja, und du siehst
Auch wenn ich da einen größeren mit reingenommen habe, hat es trotzdem noch gepasst zum Legen. Hier ist zum Beispiel ein größerer und dann habe ich halt die kleinen genommen, damit sich das ein bisschen ausgleicht. Einfach, und die Reihe sich nicht zu sehr verschiebt einfach. Da ist der braune Mal, aber es ließ sich alles wirklich wunderbar legen. Es hat gut geklappt und das Bild hat eine wirklich schöne, ja, wie soll ich sagen, Liegefläche. Nee, es hat sich wirklich gut legen lassen, ohne viel, dass man da sozusagen Spalten hatte. Gapping hatte, glaube ich, nennt man das. War manchmal hier zum Beispiel ein bisschen konfettireich, aber man hatte auch Stellen hier mit ein bisschen Color Blocking. Also wirklich sehr, sehr schön. Das Stupsnäschen. Ich finde, es kommt auch alles gut raus. Was mir am Anfang nicht so gut gefallen hatte, war hier das Helle. Das ist der hier gewesen. Also das hier ist mehr in Silber. Ich finde, der ist mehr, obwohl grau und das mehr Silber. Das ist so ein gräulicher Ton. Ja, aber der war trotzdem schön. Und ich finde, so jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, aber schlimm finde ich es jetzt nicht. Ja, die AB-Steinchen sind wirklich schön sachte eingesetzt, also die fallen so gut wie nicht so mit diesem Wow-Effekt auf, sondern die sind, wie gesagt, hier unten zum Beispiel bei dem Moos, hier hinten zum Beispiel hier ein ganz klein bisschen, hier beim Fuchs, hier am Ohr bei dem Fuchs und hier oben nochmal. Also wirklich schön sachte eingesetzt. Ja. Wenn man so dichter geht, sieht man sie. Ich finde auch von Weitem kann man sie gut sehen, aber ich finde es halt wirklich schön, dass das so schön sachte drin ist. Ja, weil ich finde, die Metallic-Steinchen, die machen schon so nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Und da finde ich die AB-Steine hier sehr, sehr schön eingesetzt. Ich hatte auch noch hier einen gelben AB. Ja, hier im Baumstamm. Also wirklich sehr, sehr schön. Die Leinwand ist auch schön. Sie ist ja von hinten so ein bisschen flauschig. Der abgesteppte Rand war schön. Es ist nichts an der Leinwand passiert. Sie hat sich nicht verlegt oder verzogen oder sonst irgendwas. Also wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, man hat von allen Steinchen, das ist noch die 310, von allen Steinchen noch übrig. Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Bildchen. Ja, und das Event auch. Also mir hat es mega Spaß gemacht, in den Feldern zu painten und dann den Fuchs so durcheinander entstehen zu sehen. Also, das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, so viel zu der kurzen kleinen Review zu Fuchs Findus. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Und dann würde ich sagen, lass gerne ein Däumchen da, wenn du möchtest. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Ja, in diesem Sinne, bleib gesund. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mach's gut. Tschüss.